Hallo, ich habe gerade die neue Rundschau beendet. Das ist ein Heft oder Büchlein eigentlich für mich eher, das so mindestens zweimal im Jahr herauskommt. Ich weiß nicht genau wie oft, aber das ist auf jeden Fall das zweite Heft, was dieses Jahr herausgekommen ist. Und dieses Heft hat das Hauptthema Geschichte schreiben. Es wurde von Manuela Bauche und Sharon Dodua Ochu herausgegeben. Aber wie ihr hier auf dem Cover seht, gibt es so einige Autorinnen in diesem Buch. Tatsächlich habe ich dieses Buch auch von einer Autorin, die hier drin etwas veröffentlicht hat, geschenkt bekommen, und zwar von Schwarz-Rund. Es war aber einfach nur, weil sie mir auch andere Bücher zukommen lassen hat und dachte, dass mich das interessiert. Das heißt, ich habe es einfach nur so geschenkt bekommen, soweit ich das verstanden habe, ohne dass eine Rezension dafür angefordert wurde oder irgendwas ähnliches. Es ist aber auch so, dass ich dieses Buch nicht gelesen hätte, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte, weil ich einfach gar nichts von diesem Buch wusste. Als ich es dann ausgepackt habe, war es eine ziemliche Überraschung und ich habe mich sehr gefreut, gleich als ich die Herausgeberin gelesen habe. Und zwar Manuela Bauche. Ich glaube, die Person kenne ich nicht, von der habe ich, glaube ich, noch nichts gelesen. Und Sharon Dodua Otu, von der Person habe ich schon einiges gelesen. Und zwar einmal Synchronicity, also sie hat immer eher so kleine Heftchen rausgebracht bei Edition Assemblage. Und das andere, The Things I Think While Smiling Politely, glaube ich. Ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe und dass es da rausgekommen ist. Und ich habe es auch gerade verliehen. Genau, aber die beiden Heftchen haben mir sehr gut gefallen und immer mal wieder bekomme ich so auf Social Media Sachen von ihr mit. Zum Beispiel hat sie den Hashtag linke Verlage feiern gestartet auf Twitter und so. Also was ich von ihr mitbekomme, gefällt mir sehr gut. Deswegen habe ich mich ähm, gleich gefreut, als ich ihren Namen gelesen habe. Und dann hat das Buch auch gleich so einige andere AutorInnen-Namen auch da drauf. Und neben Schwarz-Rund, von der ich ja auch immer gerne Dinge lese, sind da noch einige andere Namen gewesen, wo ich mich sehr gefreut habe, die mir so ein bisschen bekannt waren einfach. Das erste Thema des Heftes ist auch das Titelgebende, und zwar Geschichte schreiben. Es macht die Hälfte des Buches aus und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 22 Beiträge. Diese Beiträge sind alle sehr unterschiedlich, aber haben alle einen rassismuskritischen Schwerpunkt. Wie gesagt, sind diese Beiträge sehr unterschiedlich. Das betrifft auch die Formate. Also es gibt sehr, sehr wissenschaftliche Beiträge, die ultra Metaebene mäßig über Geschichte reden und sehr viel zitieren und solche Sachen. Gibt es auch, es sind nicht viele, aber ein, zwei Texte fand ich krass herausfordernd in diesem Kontext. Dann gibt es Kurzgeschichten in diesem Heft. Ich hatte ja gesagt, dass Schwarz-Rund etwas beigesteuert hat und das ist eine Kurzgeschichte. Mir hat auch die Kurzgeschichte von Musa Okwonga sehr gut gefallen. Die hat den Namen Schwarze Schwerkraft. Dann gibt es mehrere Unterhaltungen, die aufgezeichnet wurden. Also nicht direkt Interviews, aber Leute, ExpertInnen, unterhalten sich über verschiedene Themen im Kontext von Geschichte schreiben. Und zum Beispiel gibt es auch E-Mail-Unterhaltungen in diesem Buch. Das ist ein Format, was mir sehr gut gefällt, was ich gerne öfter lesen würde. Und es gibt auch so eine Dokumentation von Kunstprojekten, also so Kunstperformances, genau, wo sehr wenig geschrieben wird. Also zum Beispiel gibt es einen Beitrag zu der Kunstperformance oder so, 1000 Pages. Und das ist einfach so ein kurzer Text, also keine Ahnung, 7 Sätze und dann sind Bilder aus einem Video ausgesucht worden, die hier als Fotos drin sind und die sehr aussagekräftig sind. Also das zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Der Beitrag zu 1000 Pages. Insgesamt finde ich das Thema auch sehr spannend. Geschichte schreiben, besonders mit dem Versuch, es nicht nur eurozentristisch zu machen. Und da war bestimmt einiges dabei, was mir etwas gebracht hat. Eine Sache, die ich sofort benennen kann, ist der Begriff von queerer Nostalgie von
Jin Harita Vaughan. Den Begriff kannte ich so nicht. Er soll wohl etwas mehr in dem Buch Queer Love and Hateful Others behandelt werden. Mich hat der Begriff queere Nostalgie ziemlich beeindruckt und es waren auch gerade die lesbisch-schwulen Filmtage hier und ich glaube, ich habe so einige Filme anders gesehen, bloß weil ich von diesem Konzept, dass es das gibt, gehört habe. Also es hat mir so einige Sachen in der Analyse von Dingen verändert. Weswegen ich auch Bock habe, noch dieses andere Buch zu lesen. Aber genau, es waren auf jeden Fall sehr viel Input, sehr viele Gedanken, sehr viele neue Gedankengänge in diesem Buch, in diesem Teil zu Geschichte schreiben drin, weswegen ich mich sehr gefreut habe, dieses Buch zu haben. Der Vollständigkeit halber auch noch die anderen 4 Punkte. Einmal gab es danach, nach diesem Teil kam ein zweiter Teil, der irgendwie Nachträge heißt. Das sind 5 Seiten. Ich habe 1,5 Seiten gelesen. Ich habe es nicht verstanden. Das sind so poesiemäßige Texte, die viel mit Assoziationen arbeiten. Die meisten Assoziationen habe ich aber nicht verstanden. Und die paar Wörter, die bei mir Bilder ausgelöst haben, fand ich unangenehm und nicht so cool. Weswegen ich, weil ich es einfach nicht verstanden habe, das nicht gelesen habe einfach. Ich habe nach 1,5 Seiten aufgehört. Der nächste und dritte Teil hat mir sehr viel besser gefallen. Das sind Analysen von einzelnen Kapiteln aus Moby Dick gewesen. Es ist wohl irgendwie immer so, dass in diesen neuen Rundschauen verschiedene Kapitel aus Moby Dick analysiert werden. Seit einigen Heften schon. Und ich habe Moby Dick selber nicht gelesen, aber ich habe in letzter Zeit einige Leute sehr positiv über dieses Buch reden hören, sodass ich ein generelles Interesse an diesem Buch inzwischen entwickelt habe. Nicht, dass ich fast überlege, es zu lesen, aber eigentlich noch nicht, weil ich es viel interessanter finde, was andere Leute dazu sagen, als dieses Buch dann wirklich zu lesen. Und diese Kapitel fand ich dann auch sehr interessant. Also, ich weiß jetzt generell ein bisschen mehr, worum es geht. Was ich vorher nicht so wusste. Ich wusste nur so Captain und Wal. Mehr wusste ich wirklich nicht. Und jetzt habe ich so ein bisschen eine Ahnung, warum Leute dieses Buch so gut finden können. Diese Analysen haben auf jeden Fall auch alle so einen rassismuskritischen Fokus und genau, ich fand das sehr bereichernd, das zu lesen und super spannend. Weil Moby Dick einfach so ein Klassiker ist, den viele Leute gelesen haben, der zum Beispiel auch im Theater oft aufgeführt wird und so. Und da weiß ich einfach gerne so ein bisschen mehr drüber, ohne dass ich mir die Arbeit mache, dieses Buch selber zu lesen. Das 4. Thema fand ich auch sehr interessant. Das war Unvollständigkeit in der Kunst, am Beispiel von 3 verschiedenen KünstlerInnen, wo deren Werke einfach unvollendet waren und wie man daraus voll viel schließen kann, dass es auch praktisch ist, wenn Leute Dinge nicht beenden, so ungefähr grob. Fand ich auch sehr interessant, diesen Aspekt, über den habe ich einfach so noch nicht nachgedacht. Der 5. Teil ist Carte Blanche als Übertitel, glaube ich, wird das ausgesprochen, worunter ich verstehe, dass einfach so es kein Thema gibt, sondern Leute noch Dinge dazu einreichen können. Und da gab es 3 Texte. Einmal etwas zu Dante, womit ich mich überhaupt nicht auskenne, was so ganz lustig zu lesen war, aber ich habe keine Ahnung davon. Der 2. Teil ging so um Sauna und so Pärchen und so. Anekdote habe ich aber auch jetzt nicht viel rausgezogen, um ehrlich zu sein. Und der 3. Teil ging um Thomas Mann und seine Beziehung zu Frankreich. Und mit Thomas Mann habe ich mich nicht so viel beschäftigt, aber ich habe mich viel mit Klaus Mann beschäftigt und da kommt man nicht drum rum, sich auch mit dem Vater so ein bisschen zu beschäftigen. Und deswegen fand ich es interessant, wie... Und mit Frankreich habe ich ja auch einen Bezug zu, deswegen finde ich es interessant, wie
komplex die Beziehung von Thomas Mann zu Frankreich war und auch innerhalb von Frankreich der Bezug von französischen Literaturkritikern oder sowas zu Thomas Mann. Fand ich sehr spannend. Auch ein überraschender Wissensfund meinerseits. Das waren alle Beiträge, die es in diesem Buch geht. Insgesamt hat die zweite Hälfte, die sich ja nicht zu dem Hauptthema beschäftigt hat, mir sehr gut gefallen. Einige Sachen habe ich nicht verstanden, aber über einige Beiträge habe ich mich gefreut, weil ich sonst überhaupt nie zu diesem Wissen gekommen wäre. Und die erste Hälfte des Buches hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich finde das Thema Geschichte schreiben sehr wichtig und interessant. Ich habe ja häufig so einen soziologischen Blickwinkel, daraus ist es interessant, aber auch generell Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diesem Buch nicht ganz gerecht zu werden oder einfach, dass die Herausgeberinnen es schon so perfekt auf den Punkt gebracht haben und wörtlich auch so schön, dass ich aus ihrem Vorwort einfach den letzten Absatz vorlesen will, der sagt, worum es in diesem Buch geht. Wir wissen, dass Geschichte sich auch dezentriert und komplex erzählen lässt. Für diese Ausgabe der Neuen Rundschau haben wir Kundschaffende und WissenschaftlerInnen für solche Geschichten gewinnen können. Hier ist der Rand der Mitte. Wissen nicht allgemein, hier passiert nichts von selbst. Die literarischen Stücke, Essays, Kunstbeiträge und Gespräche drehen sich um Visionen vom idealen Geschichteschreiben und Geschichtemachen. Sie erzählen von Kämpfen um die Aufarbeitung von historischem Leid, zeigen, dass Erinnerung auch ohne Hierarchisierung von Unrecht funktioniert, tragen uns in alternative Zukünfte, erzählen, malen und bauen Geschichte neu. Hätte ich das gleich am Anfang vorgelesen, hätte ich quasi nichts mehr sagen müssen, deswegen erst jetzt. Ich freue mich auf jeden Fall, dieses Buch gelesen zu haben. Es hat mir sehr viel gebracht und ich freue mich voll, das Geschenk bekommen zu haben und möchte auf diesem Wege auch andere Leute wissen lassen, dass es das gibt. Und falls ihr das gelesen habt, kann ja sein, dann würde mich auch eure Meinung interessieren. Ansonsten war es das für heute. Bis bald. Ein kurzer Nachtrag von mir. Ich habe gerade bemerkt, dass ich etwas vergessen habe. Und zwar hat dieses Heft auch eine Beilage, ein Plakat. Ich erinnere mich jetzt auch wieder dran. Ich habe das Plakat aber leider verlegt und mir bisher noch nicht angeguckt. Es klingt aber sehr spannend. Also im Inhaltsverzeichnis steht Ankleben verboten. 13 Thesen zum Verfassen historischer Fiktionen.